bin von Herzen ein Rocker, deswegen darf es auch eine ordentliche E-Gitarre sein, auch mal ordentlich laut. Und genauso setze ich das auch in der Backstube um. Da geht es natürlich auch mal ein bisschen wild her. Ich mag es, wenn es krustig ist, wenn es ein bisschen härter ist und wenn es Charakter in den Backwaren gibt. Mein Name ist Axel Schmidt, ich bin Bäckermeister, betreibe hier in Deutschland auch eine Bäckerei, eine schöne kleine. Ich bin Konditor, Brotsommelier und der Weltbäcker des Jahres 2023. Die Marke Lufthansa ist auf mich zugekommen, denn sie hatte eine schwere Aufgabe für mich. Sie wollte die deutsche Brotkultur für alle sichtbar machen. Sie wollte einen Signature Moment im Flugzeug, dass der Kunde quasi was Besseres bekommt, als er erwartet hat. Das finde ich eine sehr gute Idee, dass man sagt, man spielt regionale Stärken aus. Und ich glaube, der größte Unterschied von deutschem Brot zu anderen Brotsorten, die international gebacken werden, ist, wir haben eben landesbedingt ganz verschiedene Böden, Getreidesorten, und das gibt es in vielen Ländern nicht. Wo oft nur mit Weizen gebacken wird, haben wir hier einen riesengroßen Koffer an Zutaten, die bei uns natürlich vor der Haustür wachsen. Also mein Getreide, meine Zutaten wachsen rund um meine Backstube herum, und ich glaube, das gibt echt Vielfalt und Genuss. Es ist typisch deutsch, dass wir in der Ferne dann irgendwann mal Schmerzen haben und wieder zurück wollen zu unserem guten Brot. Also jeder Deutsche hat Heimweh nach dem leckeren Brot, und andersrum, wenn andere Kulturen zu uns kommen und wir öffnen dann quasi das Tor zur weiten Welt mit einem leckeren, echten, handgemachten, guten Brot. Ich finde, das ist ein absoluter Gamechanger, ein echter Ja-Moment. Als erstes habe ich gedacht, wer soll denn dieses viele Brot, Lufthansa ist ja weltweit unterwegs, wer soll denn das überhaupt backen hier? Und dann habe ich mich ein bisschen reingearbeitet in die ganze Sache. Es sind ja ganz andere Prozesse wie bei mir in meiner kleinen Bäckerei. Aber mir war ganz wichtig, dass es lokale Zutaten sind, dass es ohne künstlichen Schnickschnack ist, dass es den besten Punkt fürs Essen quasi nach der langen Transportreise in die Luft dann auf dem Tisch von dem Kunden eben gibt. Und es ist ja auch in der Luft nochmal was anderes, da spielen ja unsere Geschmackssinne auch ein bisschen verrückt. Und deswegen ist das immer eine große Challenge, das perfekte i-Tüpfelchen rauszuholen. Das geht bei der Rezeptentwicklung an bis zum perfekten Punkt, wenn es serviert wird. Wir haben lang probiert am Boden, in der Luft, und haben wirklich jetzt das beste Produkt mit den Zutaten, die auch ich hier in meiner Bäckerei verbacke. Also German Superfood. Und dass jetzt gerade bei uns das alles zusammenkam und wir unser ganzes Know-how und auch unser Herzblut mit reingeben durften, um diesen Signature Moment, diesen Ja-Moment zu kreieren, das ist schon toll.